Lieber Wassermann, herzlich willkommen zu deinem Februar-Taroskop. Februar 2024, schon ist der zweite Monat des neuen Jahres da. Schauen wir uns an, wie sich dieser gestalten möchte, was er für dich bereithält, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich, was wichtig und ausschlaggebend ist, was aber eventuell, auch am besten ganz außer Acht gelassen werden sollte. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Wassermann im Februar, bitte. Klarheit, klare Optionen und klare Prioritäten. Sie sagen, du weißt nicht genau, wie du dich entscheiden sollst. Du versuchst, dir selbst ein Ei zu legen, statt Farbe zu bekennen. Es gestaltet sich schwierig, wenn man unentschlossen ist. Sie sagen, nehme dir Zeit. Die Zeichen werden eindeutig sein. Du hast sehr, sehr viele Themenkarten. Wow. 4, 5, 6, 7, 8 Themenkarten. Ja, umso mehr Themenkarten, umso themenreicher, abwechslungsreicher, kunterbunter wird der Monat. Es beginnt mit deinem Tempel. Dein Tempel ist ein Rückzugsort. Doch sie sagen, ist dir überhaupt klar, was dein Tempel ist? Machst du das Richtige zu deinem Tempel? Es ist ein Ort des Rückzuges, ein Ort der Geborgenheit für dich. Doch es ist ein sehr begrenzter Ort. Mit Ort kann selbstverständlich gemeint sein, ein wahrhaftiger Ort, wie aber auch dein Gedanke. Sie sagen, die Überzeugungen sollten noch einmal revidiert werden, überarbeitet. Das Schloss. Das Schloss. Der Palast, der Tempel. Einst Hand in Hand. Doch nun wirst du aufgefordert, die Gegensätze zu erkennen und es mit Humor zu nehmen. Gut möglich, dass du im Februar das Gefühl hast, dass du belächelt wirst, sich eventuell gar jemand über dich lustig macht. Aber auch du kannst diese Position einnehmen. Im Februar wird ein Urteil gesprochen. Sie sagen, gehe aus der Bittstellerposition heraus. Solange du in der Bittstellerposition bleibst, also als innerliche Einstellung, lieber Wassermann, solange wird das Schloss seine Tore nicht öffnen, um dir Freiheit zu gewähren.
Du denkst sehr stark über eine Verbindung nach, gut möglich eine Ehe, entweder eine bestehende Ehe, eine Ehe einzugehen, beziehungsweise eine Verbindung, eine sehr starke Verbindung einzugehen oder das, was war. Es geht darum, genau die Hintergründe zu erforschen, die Absichten dahinter, die einst waren, die jetzt sind, die sein werden. Es geht auch über dein Eigenurteil, das Urteil über dich selbst, wie das Urteil von außen. Du solltest dich nicht gar so ernst nehmen. Jeder ist wichtig, jeder ist immer am wichtigsten. Doch, lieber Wassermann, schaue über den Tellerrand. Ein Foto wird sehr, sehr ausschlaggebend im Februar. Es ist, als müsstest du im Februar irgendetwas mit dir und diesem Tempel, deinem Ort, deinem Zustand, wo du verweilst, erkennen. Erkennen, in welcher Bittstellung du dort bist. Und daraufhin darf sich alles ändern. Es wird ein intensives, strenges Reading, sorry. Gut möglich, dass du etwas erfährst. Wo einst wart, vielleicht heute noch ist. Es wird alles vollkommen umgekrempelt. Die Würfel, sie werden nicht nur neu gemischt, sie werden aufgehoben und gleich geworfen. Das von deiner Seite aus, es ist das Beste, was du machen kannst, denn das, was du erkennen möchtest, lieber Wassermann, geht in diesem Zustand nicht. Zustand, sei es psychisch, physisch, wähle. Der Februar zieht dich weit, weit weg von diesem deinem Tempel, wo du oft in Bittstellung bist, wenn nicht gar immer und es nicht einmal selbst merkst. Es geht darum, dich selbst ein großes Stück mehr zu finden. Es geht darum, ein großes Stück mehr auf die Liebe zu hören. Selbstliebe, Liebe zum Außen, Liebe zu allem, was ist. Denn die geistige Welt hat so einige Botschaften für dich. Du wirst dich dabei ertappen, im Februar Worte, Klänge, Gesänge, Schriften aus dir herauszulassen, wo du dir denkst, kommt das von mir? Doch lieber Wassermann, der Februar wird dir erscheinen, alles wie immer, es geht nichts vorwärts.
Doch hinter den Kulissen passiert so viel. Hinter den Kulissen dein Unterbewusstsein. Vielleicht ist es die Ruhe vor dem Sturm. Atme tief durch. Schauen wir uns die Hauptenergie an. Du wirst durch das Urteil, das auch du dir selbst gegenüber aussprichst, nachdem du klar erkennst, das Alte, das Abgestorbene in dir, im Außen, who knows, für immer zurücklassen und mit einem wachsamen Auge in die Zukunft blicken. Die Hauptenergie für den Wassermann . Du versuchst in deinem Tempel, mit deinem Tempel, durch deinem Tempel, sämtlichen Erdbeben und Veränderungen zu entgehen. Doch das Universum schaut da nicht mehr zu. Durch irgendetwas werden die Würfel fallen und ich glaube nicht, dass es so ganz wirklich in deiner Kontrolle ist. Ja. Wir haben hier einen absoluten Neuanfang, den du manifestiert hast und der dich nicht mal in die Transformation katapultiert, sondern schlichtweg in eine vollkommen neue Situation für dich. Auch wenn du denkst, es verändert sich nichts, oh doch, lieber Wassermann. Das Abenteuer, die Lust, das Gespür für das Neue, nimm deinen Zauberstab in die Hand. Eine Jungfrau wird ein Urteil sprechen. Doch dieses Urteil besiegelt im Endeffekt nur das, was du eh schon wusstest. Nichts wird mehr so bleiben. Ein Gefühl des Neuen, Neugeborenseins. Die Schwere wird ersetzt durch Leichtigkeit, Erleichterung und ein Augenblinzeln in das Neue. Gewöhn dich dran. Der Februar für dich, hups, die sprang mir richtig zu. Der Februar für dich. Ein revolutionärer Monat, ob du es willst oder nicht. Und deine Anspannung, sie wird vergehen, wenn du erkennst, welche Macht dir innewohnt. Und dass im Endeffekt alles so geschieht, wie du es immer wolltest und willst. Ein Feuerzeichen, weibliche Energie, Löwe, ausschlaggebend. Fordernd, fast herausfordernd, sehr autoritär.
doch so unbewusst. Du wirst um Rat gefragt. Und man nutzt deine Situation aus, denn man weiß, du bist auf der Suche. Wir sehen uns im Extended, lieber Wassermann. Wir freuen uns auf dich. Bis gleich. Ciao.